Danke, Gary. Das Thema für heute ist einheimische, indigene und Naturreligion. Aus Kapitel 8 von Dave Hunts Buch Okkulte Invasion, die subtile Verführung der Welt und der Kirche. Dave, wir haben in früheren Sendungen das wachsende Interesse am Schamanismus erwähnt, und ich bin überrascht, denn hier ist es. Wir leben in der modernen Gesellschaft, hochtechnisiert, und man würde erwarten, dass solche Glaubensvorstellungen als bloßer Aberglaube abgelehnt werden. Aber das ist nicht der Fall, besonders hier in den Vereinigten Staaten. Und ich bin sicher, die Leute sind überrascht, weil wir um uns herum den Anstieg von Praktiken wie Voodoo und Santeria sehen, und sie werden immer beliebter, besonders unter Gutgebildeten. Mit diesem Interesse geht ein neuer Respekt für Naturreligionen im Allgemeinen einher und insbesondere für die der amerikanischen Ureinwohner. Dave, was ist mit Naturreligionen? Hält die Natur die Lösung für die Probleme der Menschheit, ich meine entweder körperlich oder geistlich? Das ergibt keinen Sinn, Tom. Und, weißt du, wir sind zusammengeflogen und der Herr hat es auf erstaunliche Weise so gefügt. Ich saß direkt neben einem Marine und er ist ein Heide. Er ist in einem baptistischen Elternhaus aufgewachsen. Aber jetzt ist er im Heidentum drin und viele der Marines auf seiner Basis sind auch im Heidentum drin. Wenn unsere Zuhörer Heidentum hören, denken sie dabei an einen allgemeinen Begriff im Sinne von jemandem, der kein Christ ist. Aber da gibt es etwas Spezifischeres. Nun, genau. Sie verehren die Natur. Es gibt alle möglichen Heiden, dennoch verehren sie die Natur. Das ist die ganze Idee dahinter. Ich hatte die Gelegenheit, ein bisschen mit ihm zu reden und ihm zu sagen: Du willst zu einem Hurricane beten? Wie kuschelst du dich an einen ausbrechenden Vulkan, weißt du? Ich meine, die Natur ist nicht freundlich. Die Natur ist nicht sensibel für deine Bedürfnisse. Tatsächlich kämpfen wir gegen die Natur. Alle Fortschritte der Menschheit sind im Widerstand gegen die oft bösartigen, zerstörerischen Kräfte der Natur gemacht worden. Statt sich an den Gott zu wenden, der das Universum geschaffen hat, wenden sie sich der Natur zu. Es ist die alte Religion, Wicca. Die Macht aus Star Wars, Darth Vader und Obi-Wan sind die Anhänger von, der Offizier sagt es zu ihm, der alten Religion. Also fallen sie zurück in die alte Religion, die die Menschheit seit jeher getäuscht hat. Paulus spricht darüber in Römer 1. Als sie Gott kannten, verherrlichten sie ihn nicht als Gott. Woher wussten sie, dass er Gott war? Nun, es heißt, seine ewige Macht und Herrlichkeit werden durch das, was er gemacht hat, offenbar. Je mehr du über die Natur lernst, es ist so unglaublich, die Organisation. Wenn du also die Natur um dich herum anschaust, weißt du, Gott hat sie geschaffen. Ein großer Gott. Und dann sagt Paulus: Aber als sie Gott in ihrem Gewissen kannten, verherrlichten sie ihn nicht als Gott. Sie wurden nichtig in ihren Gedanken, ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Indem sie sich für weise hielten, wurden sie zu Narren. Und sie vertauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit einem Bild, das dem Vergänglichen gleicht. Sie fingen an, Tiere und sogar kriechende Dinge anzubeten. Dave, lass mich hier kurz einhaken. Sie würden sagen, nein, wir beten diese kleineren Dinge nicht an. Wir beten keine Stöcke und Steine und so weiter an. Manche würden das sagen. Unser Gott, Gaia, Mutter Natur, ist größer als das. Aber letzte Woche haben wir darauf hingewiesen, dass, glauben wir nicht an den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Wenn diese Mutter Natur so ehrfurchtgebietend, wie sie darstellen wollen, am Sterben ist, dann geht sie den Bach runter. Genau das habe ich versucht, diesem jungen Marine klarzumachen. Nun, das Ganze ist im Verfall, das ist Tod. Es gibt nichts Natürlicheres als den Tod. Nun, natürlich versuchen die Reinkarnationisten zu sagen, ja, es ist nur Teil eines natürlichen Kreislaufs, Tod und Wiedergeburt. Was, wenn jemand da draußen denkt, Moment mal, der Gott, von dem ihr redet, der Schöpfer von all dem, wie bringt ihr das zusammen? Mit anderen Worten, du sagst, wenn ein guter Gott, dieser große Gott, das geschaffen hat, warum verfällt es dann?
weil es durch Satans Rebellion und die Rebellion des Menschen von ihm getrennt ist. Und damit werden wir uns später noch beschäftigen. Und hier sind viele Marines auf dieser Basis auf Okinawa, die sich an ihren heiligen Tagen treffen, ihren Feiertagen zur Sonnenwende und zu verschiedenen Zeiten, im Rhythmus der Jahreszeiten, weißt du, dem Kreislauf in der Natur folgend. Und sie halten gemeinsam ihre Anbetungszeremonien ab. Sie sind sehr ökumenisch. Einige verehren einen Teil der Natur, andere verehren einen anderen Teil und so weiter. Aber sie kommen alle miteinander aus. Und ich versuche mit ihnen zu argumentieren. Warum würdest du die Natur anbeten? Was ist an der Natur, das dich dazu bringen würde, sie anzubeten? Nun, sie bringt uns hervor, weißt du. Ich erwähnte ihm gegenüber, er ist baptistisch aufgewachsen. Und ich sagte, weißt du, Jesaja, der Prophet, von Gott inspiriert, macht sich über Leute wie dich lustig. Es tut mir leid. Er sagt, sie fällen einen Baum. Mit einem Teil davon machen sie ein Feuer, um sich zu wärmen, um ihr Fleisch zu braten, um sich die Zähne zu picken. Und dann formen sie aus einem Teil davon einen Gott, der Augen hat, aber nicht sehen kann, der Ohren hat, aber nicht hören kann. Unser Vizepräsident umarmt Bäume. Ein Baum weiß nicht, dass du ihn umarmst. Okay? Es ist einfach lächerlich, aber wir wollen unsere einheimischen Völker ehren. In unseren öffentlichen Schulen kannst du alles, was du willst, über amerikanische Ureinwohner mit hineinbringen. Oh, das ist Kultur. Aber über Jesus Christus darfst du in unseren öffentlichen Schulen nicht sprechen. Aber sie haben ihren Gott. Und du kannst ihre Kultur nicht von ihrer Religion trennen. Es ist ihre Kultur. Dave, an diesem Punkt, weißt du, wechseln wir hier vom Heidentum in Form von Wicca, in Form der Naturverehrung, hin zur einheimischen Religion. Einer der großen Unterschiede hier ist die Kontaktaufnahme mit Geistwesen. Heiden verehren Gaia, Mutter Erde, Natur, aber sie kommunizieren normalerweise nicht mit Bildern und Krafttieren. Nun nein, Tom, letztlich geraten sie da doch hinein. Wenn du einen Baum anbetest, wird irgendetwas von diesem Baum zu dir sprechen. Das läuft alles ineinander. Du kannst dem nicht entkommen. Hier ist ein Gebet in der Schwitzhütte. Und hört zu, da heißt es, O ihr uralten Felsen, die heilig sind, ihr habt weder Ohren noch Augen, doch ihr hört und seht alle Dinge durch eure Kräfte. Dieser junge Mann, das ist die Initiation eines Kriegers. Dieser junge Mann ist rein geworden, würdig hinauszugehen, um irgendeine Botschaft von Wakan Tonka zu empfangen. Also wird er jetzt hinausgehen auf seine spirituelle Suche. Ihnen erscheinen Dinge und sie bekommen Botschaften. Das können wir in die öffentliche Schule bringen. Wir können diese anbeten, sogar den kleinen Kindern in der Grundschule beibringen, wie sie sich in Naturverehrung und so weiter hineinbegeben. Wie wir in einer früheren Sendung erwähnt haben, haben die amerikanischen Ureinwohner das Recht, Peyote zu nehmen, und so nehmen sie Kontakt zu ihren Geistwesen auf. Aber wir bekommen eine Menge Lügen über diese Kultur. So kommt es hinein. Das ist der erste Vorstoß. Das ist Kultur. Wir wollen die ethnischen Aspekte eines Volkes nicht schmälern. Tom, da ist ein sehr guter Punkt, denn vielleicht zeigt er die Abkehr vom wahren Christentum, die wir in diesem Land erleben, so dass wir Menschen haben, die behaupten, Christen zu sein, aber es prägt ihre Kultur nicht. Es prägt ihren Beruf nicht, sondern sie versuchen es zu trennen und in Schubladen zu halten. Oh ja, ich gehe am Sonntag in die Kirche und bete Gott an, aber unter der Woche lebe ich wie ein Heide. Und das ist hier das Problem. Zumindest sind die amerikanischen Ureinwohner oder indigene Völker überall konsequent. Ihre Religion ist ihre Kultur. Ihre Religion ist ihr Leben. Sie leben sie jeden Moment eines jeden Tages. Es ist alles miteinander verflochten. Du kannst dem nicht entkommen. Also kommt Religion als Kultur hinein, und so sollte es auch bei uns sein. Wenn Amerika ein christliches Land wäre, was es nicht ist, dann würde das Christentum unsere Gesellschaft durchdringen. Es wäre in allem.
Aber du hast einen riesigen Aufschrei, wenn ein Richter die 10 Gebote in seinem Büro oder im Gerichtssaal haben will. Also versuchen wir zu trennen. Wir versuchen den Gott der Bibel. Wir lassen ihn nicht Teil unserer Kultur sein. Wir lassen ihn nicht Teil unseres Lebens sein. Wage es am Arbeitsplatz oder irgendwo über Gott zu sprechen. Dann bringst du ein fremdes Element hinein. Aber für indigene Völker ist ihre Religion ihr Leben. Sie ist alles. Also ist das ein Problem. Wenn du es also als Kultur hineinbringst, bringst du Religion hinein. Aber dann, Tom, haben wir auch eine Menge Lügen, Fehlinformationen, revisionistische Geschichte über diese indigenen Völker. Sie werden fast als perfekt hingestellt. Weißt du, der Eingeborene im Dschungel ist Teil der Natur. Nun, er ist rein. Richtig. Er ist so rein. Nein, das ist nicht der Fall. Sie haben skalpiert, sie haben gekämpft, sie haben gefoltert, bevor der weiße Mann, wir verteidigen den weißen Mann nicht, aber bevor der weiße Mann überhaupt hierher kam. Was den Respekt vor Tieren und so weiter angeht, amerikanische Indianer trieben ganze Büffelherden über eine Klippe und nahmen dann von den toten Körpern nur das Fleisch, das sie wollten, und die Häute, die sie wollten, und so weiter. Und das ist Menschheit, egal welche Hautfarbe. So sind wir. Genau. Das ist kein Spiegelbild, das amerikanische Ureinwohner mehr betrifft als Europäer oder Afrikaner. Tatsache ist, die Afrikaner haben gekämpft, gefoltert, versklavt. Sie hatten Sklaven lange bevor der weiße Mann überhaupt dort ankam. Tatsächlich waren es die Afrikaner selbst, die die Sklaven an den weißen Mann verkauften. Übrigens waren es zuerst die Araber, die Muslime, die dort damals die ersten Sklavenhändler waren. Und doch sind Schwarze heute so begeistert. Oder können so begeistert sein vom Islam. Geh heute nach Afrika. Es sind Schwarze, die Schwarze töten. Die Zulus, du gehst nicht in ein Zulu-Gebiet, wenn du kein Zulu bist. Und genau das ist in anderen Teilen Afrikas passiert. Also, es ist das Herz des Menschen. Wir sind alle gleich, ob du weiß bist oder schwarz oder rot oder gelb, was auch immer du bist. Wir sind alle Sünder vor Gott. Und wir müssen aufhören, einander die Schuld zu geben und so zu tun, als wären bestimmte Gruppen von Menschen rein und ohne Sünde. Nein, das sind wir nicht. Aber das Problem, über das wir sprechen, ist Religion und ein falscher Gott. Darüber haben wir gesprochen. Sie kannten den wahren Gott in ihrem Gewissen durch den Beweis, dass er dieses Universum geschaffen hat. Und dann wandten sie sich der Anbetung der Natur zu, was absolut keinen Sinn ergibt, weil die Natur nicht freundlich ist. Sie wird dir nicht helfen. Tatsächlich ist alles, was wir tun, im Gegensatz dazu, um uns vor den zerstörerischen Kräften der Natur zu schützen. Weißt du, innerhalb des Christentums haben wir jetzt eine Bewegung, die versucht, die Kultur eines indigenen Volkes, eines Stammes, was auch immer es sein mag, zu erlösen. Mit anderen Worten, du hast vorhin erwähnt, dass die Religion so in die Kultur, die Gesellschaft integriert ist, dass man sie nicht trennen kann. Wie erlösen wir dann falsche Religion? Nun, Tom, auf der einen Seite versucht ein Missionar, sagen wir, der mit dem Evangelium geht, nicht die Ernährung oder die Lebensweise der Menschen grundsätzlich zu ändern, aber er bringt das Evangelium von Jesus Christus, und das wird ihre Religion verändern. Manche hier würden zugeben, dass einige Missionare diesen Weg gegangen sind. Oh, das haben sie, tragischerweise. Richtig. Es ist wie heute in Amerika. Christentum ist für viele Menschen konservative Politik, konservative rechte Politik. Wir setzen Amerikanismus, unsere Art von Amerikanismus, mit Christentum gleich. Das ist nicht wahr. Also ist es falsch, das zu tun. Auf der anderen Seite versuchen wir dann nicht, einheimische religiöse Praktiken wie den Sonnentanz oder die Schwitzhütte zu christianisieren. Dinge, die Teil ihrer Religion, aber auch ihrer Kultur sind. Nun, dann lassen wir sie das behalten und wir versuchen es an das Christentum anzupassen. Nein,
Du kannst Voodoo nicht an das Christentum anpassen. Nun, die katholische Kirche hat das natürlich getan, wie du weißt, auf der ganzen Welt. Aber wir reden nicht über biblisches Christentum. Nein, das tun wir nicht. Das ist also einer der Gründe, einer der Belege, dass der Katholizismus nicht biblisches Christentum ist. Denn du folgst ihm rund um die Welt. Du gehst nach Haiti und es ist alles mit Voodoo vermischt. Geh nach Brasilien und es ist mit Candomblé oder Macumba vermischt. Santeria, was eine Mischung aus dem Heidentum ist, das von den Sklaven aus Afrika mitgebracht wurde. Mit Katholizismus. Und du hast jetzt die katholischen Heiligen überall mit hineingemischt. Sie sind zu den Göttern geworden. Sie haben die Namen der Götter geändert. Wie in Rom. Sie änderten den Namen der Statue. Es war Isis und jetzt wurde es Maria. Und Horus, ihr Sohn aus Ägypten, wurde Jesus. Sie ließen die gleichen Statuen, aber sie änderten nur die Namen und so weiter. Du kannst das einfach nicht machen. Das ist es, was der Katholizismus getan hat. Er hat sich der Religion angepasst. Sie haben diese Sprüche, weißt du? Und Haiti ist zu 85% katholisch und zu 110% Vodun. Und jede Voodoo-Zeremonie beginnt mit Gebeten zu den katholischen Heiligen. Und du hast dieses Ding komplett zusammengemischt. Nun, das wissen wir. Aber jetzt ist es erstaunlich. Jugend mit einer Mission, YWAM, ist einer der Leiter in dieser Bewegung. Und sie reden davon, die Kultur zu erlösen. Und jetzt werden wir irgendwie diese religiösen Zeremonien, die zur Anbetung falscher Götter da waren, christianisieren. Und irgendwie werden wir, nun, wir wollen das nicht ändern, aber jetzt machen wir das für Jesus Christus. Du kannst das nicht machen. Es funktioniert nicht. Ist das nicht so, als würde man fremdes Feuer bringen, wie uns die Schrift sagt, von heidnischen Altären, vor den wahren und lebendigen Gott? Gott wird das nicht dulden oder annehmen, offensichtlich. Nun, es gibt einen Grund dafür, denn wie du weißt, Tom, diese einheimischen Zeremonien, die heidnischen Zeremonien, waren alle dazu gedacht, die falschen Götter zu besänftigen oder ihnen zu begegnen, mit ihnen zu kommunizieren. Hinter den falschen Göttern steht Satan, der Gott dieser Welt genannt wird. 2. Korinther 4. Paulus sagt, der Gott dieser Welt hat den Sinn der Ungläubigen verblendet, damit ihnen das Licht des Evangeliums von Christus nicht aufgeht und sie gerettet werden. Also etwas zu nehmen, das zum Beispiel ist Visualisierung jetzt angepasst worden. Visualisierung findet sich nicht in der Bibel. Visualisierung wird in der Bibel tatsächlich verurteilt, aber der Medizinmann benutzt Visualisierung. Er geht auf eine Reise in die Vergangenheit, die Zukunft, die obere Welt, die untere Welt. Und dort begegnet er seinem Geistführer, seinem Krafttier. Das könnte ein Jaguar sein, ein Kojote, es könnte irgendein Mensch sein und so weiter. Nun haben wir Christen, die diese Methodik benutzen, um Jesus Christus zu begegnen. Also, hier ist ein Beispiel. Es ist eine okkulte Technik, die der Regentanz, der Sonnentanz, diese Dinge, sich selbst in einen veränderten Zustand tanzen, in eine Trance, sich selbst in einen Bewusstseinszustand tanzen, in dem diese Geistwesen, die nicht von Gott sind, in dich hineinkommen und dich besitzen können. Nun, so etwas zu tun, um Gott anzubeten, ist nicht biblisch. Es ist nicht nur nicht biblisch, sondern es wird zerstörerisch sein. Es ist wie Elia, der sagt, nun, wir werden einfach irgendwie die Baals-Anbetung christianisieren oder die Baals-Anbetung judaisieren. Wir lassen euch mit euren gleichen Zeremonien weitermachen. Nun, wir haben in einer früheren Sendung aus dem Alten Testament gelesen, und das Alte Testament legt sehr spezifisch das Stiftszelt der Anbetung, die Opfer, das Priestertum und alles dar, weil ein Zweck dahinter steht, der auf Christus vorausweist. Es ist ein Bild der himmlischen Dinge. Und nun dämonische Aktivitäten zu nehmen, die dafür gedacht waren, Dämonen anzubeten und zu versuchen, das zu christianisieren. Das ist erschütternd.
aber das ist ein Teil dessen, was in unserer Zeit geschieht. Und die Leute denken, na ja, aber ich mache es doch im Namen Jesu. Nun, das bringt uns wieder zurück zu diesem Vers, den wir immer wieder zitieren. Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen dies getan? Und Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Hat Jesus nicht gesagt, nun, ihr wart aufrichtig? Nein, hat er nicht. Ja, das ist alles, was zählt. Ihr wart aufrichtig, ihr habt es in meinem Namen getan. Das ist okay, ihr habt es gut gemeint. Nein, das tut er nicht. Ich habe euch nie gekannt. Das sind ernste Worte. Also müssen wir den wahren Gott kennen. Und wenn ich Gott kennen will, wieder, wir zitieren es immer wieder, Johannes 17,3. Das ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen, den allein wahren Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast. Wenn ich Gott kennen will, muss ich ihn zu seinen Bedingungen kennen. Ich muss ihn kennen, so wie er ist. Tom, ich benutze lächerliche Illustrationen. Ich hoffe, die Leute verzeihen mir. Aber ich habe in meinem Portemonnaie, sagen wir, ein Bild von Marilyn Monroe. Und ich sage, das ist meine Frau. Dann sagst du, Moment mal, das sieht Ruth überhaupt nicht ähnlich. Na und? Ich meine, es ist eine Frau. Und ich, weißt du, das ist meine Frau und ich schaue es an und denke, also, Gott will nicht, dass du ihn mit jemand anderem verwechselst. Er muss erkannt werden, so wie er ist. Und es reicht nicht zu sagen, nun, ich glaube an irgendeine höhere Macht und ich werde einfach religiös sein. Ich werde spirituell sein und nicht religiös, sagen manche Leute. Und ich meine es wirklich gut. Deshalb hat Gott uns sein Wort gegeben und deshalb haben wir das Evangelium von Jesus Christus. Weißt du, Dave, deine Analogie ist wirklich gut, denn auf menschlicher Ebene, was würde Ruth davon halten? Du trägst ein Bild von jemand anderem in deinem Portemonnaie herum und schreibst ihr Eigenschaften zu. Wir haben in anderen Sendungen über Manipulation gesprochen. Was würde Ruth denken, wenn du zu ihr kämst auf der Grundlage, dass du sie manipulierst und versuchst, sie die ganze Zeit dazu zu bringen, das zu tun, was du willst? Wir würden das auf menschlicher Ebene nicht hinnehmen. Warum sollten wir denken, dass Gott das hinnehmen will? Er wird es nicht. Und er sollte es auch nicht. Und es gibt keinen Grund, warum wir es erwarten sollten. Wir ziehen ihn auf, nicht nur auf unser Niveau, sondern wir zerstören Gott, so wie er wirklich ist. Deshalb wollen wir, dass die Leute wie die Beröer sind. Nehmt nicht einfach an, was wir sagen, sondern prüft es anhand des Wortes Gottes. Schaut nach, was Gott selbst gesagt hat.